Stellen wir uns zwei Freunde vor. Alice wohnt in Berlin und Bob in Tokio. Wir schicken beiden einen Würfel. Nun treffen sich beide in einem Videocall, um zu schauen, wer welche Farbe gewürfelt hat. Beide würfeln gleichzeitig und trotzdem zeigen ihre Würfel die gleiche Farbe an. Egal wie oft Alice und Bob das wiederholen, sie würfeln immer die gleiche Farbe. Das klingt nach Schummelei. Benutzen wir allerdings statt Würfeln zwei Photonen, also Lichtteilchen, funktioniert das tatsächlich. Und zwar durch Quantenverschränkung. Es gibt ein Verfahren, mit dem wir solche Lichtteilchen erzeugen können, die zwar voneinander wegfliegen, aber trotzdem unsichtbar verbunden sind. Die beiden Lichtteilchen, die Photonen, sind dann miteinander verschränkt. Sie können tausende Kilometer voneinander entfernt sein. Aber wenn wir das eine ändern, so wie wir einen Würfel würfeln, ändert sich auch das andere. Diesen Effekt können wir zum Beispiel nutzen, um besonders sichere Nachrichten zu verschicken. Denn wenn eine andere Person die Nachricht vor der von Alice und Bob vereinbarten Zeit lesen würde, dann würde es Bob sofort mitbekommen. Hä? Und so funktioniert Quantenverschränkung.